glaube, das Allerwichtigste, und wenn das schon mal da ist, ist die Liebe. Und wenn wir aus der Liebe heraus handeln, dann ist es auch meistens richtig. Also Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo, schön, dass du da bist, hier bei Loslassen und gemeinsam wachsen mit meinem Gast Melanie Picknitter. Ich freue mich sehr, dass sie heute da war zu einem sehr großen Thema, das wir angeteasert haben und entdeckt haben gemeinsam. Die innere Kindarbeit als Schlüssel zur Heilung, wie wir durch Reparenting bewusste, liebevolle und achtsame Eltern werden. Melanie Picknitter ist Bestsellerautorin mit ihrem aktuellen neuen Buch Wenn das Kind in dir noch immer weint. Vielleicht kennst du von ihr auch natürlich Honigperlen oder auch Es ist ein Geschenk, dass es dich gibt, wenn ein Satz dein Leben verändert. Sie ist Kommunikationstrainerin, Mentaltrainerin, Selbstliebe, Mentorin und, wie du gleich erfahren wirst, von mir auch wirklich ein Vorbild, wie man einen inneren Heilungsprozess anstoßen kann. Wir sprechen heute in dieser Episode über innere Kindarbeit, darüber, was innere Kindarbeit ist, wie uns innere Kindarbeit als Eltern helfen kann, bewusstere und achtsamere Eltern zu werden, welche Herausforderungen es auch bei der inneren Kindarbeit gibt, welche Werkzeuge dir helfen, im Alltag ganz kleine Sachen zu gehen und zu tun, um Kontakt und Verbindung zu deinem inneren Kind aufzunehmen, Heilung anzustoßen und natürlich auch, wie es dir gelingen kann, achtsam, liebevoll und respektvoll mit dir selbst zu sein, mitfühlend mit dir selbst zu sein. Bei all dem wirst du dann natürlich auch feststellen, dass der Weg der bewussten Elternschaft die Lösung ist, um ein achtsames, respekt- und liebevolles Miteinander zu gestalten. Denn hier findet Verbindung statt. Hier ist der Weg, wo du dich selbst kennenlernst durch innere Kindarbeit, durch Verstehen, wie du reagierst, warum du so reagierst, um dann achtsam und liebevoll und vor allem mitfühlend neu zu reagieren, zu dir selbst und zu deinem Kind. An dieser Stelle möchte ich dich so sehr gerne einladen zu meinen 24 Impulsen zum Thema Verbundenheit. Vom 1.12. bis zum 24.12. in Form eines Adventskalenders zeige ich dir, wie du im Alltag als Mama mit dir, mit deinem Kind und mit deinem Partner Verbundenheit umsetzen kannst, wie es dir möglich ist, durch Veränderungen deiner Reaktionsweisen in der Sprache, in deinem Verhalten, viel mehr Verbindung zueinander aufzubauen. Ich freue mich riesig, wenn du dabei sein magst. Den Anmeldelink zu diesem kostenfreien Adventskalender, zu meinen kostenfreien 24 Impulsen, die ich hier für dich bereitstelle und für dich habe, findest du in den Shownotes. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Lass uns mal loslegen. Viel Spaß bei diesem Interview mit Melanie und wir starten direkt los. Schön, dass du da bist. Hi, grüß dich. Melanie. Ach, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, wirklich. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Heute auch zu einem großen Thema, das ich Ja, da ja für dich gehabt habe. Das werden wir in einer Stunde ja gar nicht besprechen können, aber darum geht es ja auch eigentlich gar nicht, sondern mal anteasern, was es da so zu berichten gibt, zu erfahren gibt und zu hören gibt. Ich habe mir schon sehr lange vorgenommen, dich einzuladen und ich freue mich, dass das jetzt heute geklappt hat in ja, alter Frische sozusagen, du nach dem Urlaub und ich hier mit der Sonne, die ich gerade ein bisschen weggeblendet habe, damit man mich gut sehen kann im Video. Du bist, falls jemand von meinen Hörerinnen oder Hörern dich noch nicht kennen sollte, du bist Schriftstellerin, Unternehmerin natürlich auch, Mentaltrainerin, ja, Kommunikationstrainerin. Für mich auch viel mehr noch als das bist du ein unglaubliches Vorbild
ein lebendiges Vorbild sozusagen, die zeigt, wie es ist, mit Krisen zurechtzukommen und aus Krisen mit dem Glauben an sich zu wachsen und zu sehen, wie Veränderung stattfinden kann. Magst du da mal was dazu erzählen? Ich glaube, du weißt schon, worauf ich hinaus will, weil heute geht es ja auch um innere Kindheilung und da bist du ja echt ein Paradebeispiel dafür. Ja, erstmals vielen lieben Dank für deine schönen Worte. Da fühle ich mich natürlich sehr geschmeichelt und freue mich gleich noch mehr. Dankeschön. Gerne. Ja, da gibt es natürlich viel zu sagen, wo man da anfangen soll. Ist mir ein bisschen schwierig. Ich denke, weil du die innere Kindarbeit erwähnt hast, es gibt ganz viele Menschen, die noch gar nicht so viel mit dieser Metapher oder mit dieser Arbeit Mhm. anfangen können. Ich glaube, das Wichtigste, was wir verstehen müssen, ist, dass es so eine Art Rückspiegelsyndrom gibt. Das heißt, wir erleben etwas und in der Kindheit zum Beispiel erleben wir sehr, sehr viel, was wir dann aufsaugen wie so ein Schwamm in uns. Und daraufhin arbeitet unser Unterbewusstsein leider auch mit unserem Gehirn dann zusammen und sagt, okay, wenn das oder das ist, keine Ahnung, wenn ich liebe, dann erfahre ich sowieso immer Ablehnung zum Beispiel. Und aus dieser Perspektive der Vergangenheit, weil das einmal passiert ist, schauen wir dann in die Zukunft wie durch so einen Rückspiegel und gehen davon aus, dass eben genau das immer wieder passiert und verhalten uns dementsprechend, weil wir ja an das glauben und denken dementsprechend und ja, handeln dementsprechend, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass genau das, was wir ja eigentlich nicht mehr wollen, das in der Vergangenheit im Rückspiegel liegt, sich dann wieder wiederholt. Und deswegen ist dieses innere Kind eben auch im Hier und Jetzt so, so wichtig, weil es eben nicht einfach die Vergangenheit ist, sondern weil es unsere Handlungen, unsere Gedanken, unsere Worte, alles, was wir heute tun und womit wir unser Leben aktiv erschaffen, so sehr prägt. Ja, und zwar viel mehr, als uns das bewusst ist, natürlich. Das heißt, jetzt, wenn ich mal, wir nehmen mal so das Thema Elternschaft, worum es ja auch geht, um Reparenting und wie uns die innere Kindarbeit letztendlich helfen kann, dass wir bewusstere Eltern sind, bewusstere Menschen sind und vor allem natürlich bei dem ganzen Elternthema, dass wir als Menschen, als Frau oder als Mann einfach ein friedvolleres und glücklicheres Leben leben können, weil wir diese inneren Wunden nicht mehr haben. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen, von dem Begriff innere Kindarbeit weg. Wie entsteht denn dieses innere Kind? Also, du hattest gerade wunderbar angesprochen, es geht um Kindheit und Kindheitserfahrungen. Mhm. Lass uns mal überlegen, da ist ein Kind, da ist ein fünfjähriger Junge oder ein fünfjähriges Mädchen und jetzt passiert irgendwas. Was passiert? Was passiert mit dem Kind, dass es später, wenn es ein Erwachsener ist, eine Wunde, eine innere Kindverletzung in sich trägt, die es aufzuarbeiten gilt für Wachstum? Ja, ja. Also nehmen wir vielleicht ein praktisches Beispiel. Ich habe da die Marie. Marie ist 8 Jahre alt und es ist der letzte Schultag. Die Marie hat eine jüngere Schwester, die Bianca, die ist 6 Jahre alt, geht dementsprechend erst in die erste Klasse und Marie geht schon in die dritte Klasse. Und ja, letzter Schultag, große Freude auf die Ferien, aber es gibt natürlich auch ein Zeugnis. Und läuten die Schulglocken, Schule ist vorbei, Ferien beginnen und an diesem besonderen Tag werden die zwei Geschwister von ihrer Tante abgeholt, ja. Und diese Tante steht erwartungsvoll vor der Schule und fragt natürlich, als die Mädchen Mhm. angekommen sind, und wie sieht euer Zeugnis aus? Und die kleinere Schwester, die Bianca, die zeigt ganz stolz ihr Zeugnis her, erste Klasse, alles Einsen. Und ja, die Marie ist ein bisschen zaghaft, weil sie schon weiß, dass da vielleicht was draufsteht, was nicht so gut gewertet wird, weil sie vielleicht eine 3 in der Mathe hat und vielleicht auch in Deutsch und zeigt dann ihr Zeugnis her und diese Tante, die natürlich dementsprechend aufgewachsen ist mit ihren eigenen Überzeugungen und Verletzungen, schaut dann die Marie an und sagt, also eine 3 in der Volksschule und schüttelt einfach nur Verzeihung, schüttelt einfach nur den Kopf. Und das ist natürlich wahnsinnig unangenehm für die Marie, aber Gott sei Dank geht diese Situation vorüber. Sie steigen ins Auto und die Tante kündigt an, ja, sie fahren jetzt zum Eisladen.
Und beim Eisladen angekommen, freuen sich natürlich beide Mädchen, dass sie ein Eis bekommen. Und die kleine Schwester ist zuerst dran und darf sich gleich 3 Eiskugeln aussuchen. Und als die Marie dran ist, gibt ihr die Tante eine leere Tüte ohne Eis und sagt dann eben zu Marie, ja, von nichts kommt nichts. Wenn du dich nicht anstrengst im Leben, dann wirst du es nie zu etwas bringen. Und das kann jetzt ganz, ganz viel auslösen, dieses ja fast schon dramatische Erlebnis, was jetzt nach einer kleinen lustigen Geschichte. Nein, auch einer sehr realen Geschichte, weil es hat Ja, ganz viel genau, mit unserer genau. Leistungsgesellschaft und mit den eigenen Generationen zu tun und Erfahrungen. Ja, ja, ist ganz lebendig. Ich kenne solche Geschichten echt. Mhm. Genau, und wenn man jetzt zurückschaut, dann hätte man diese Geschichte wahrscheinlich vor 15 Jahren in der Schule erzählt, und zwar mit der Aussage, du musst dich anstrengen, sonst bekommst du im Leben nichts. Das Wahrhaftige, was aber dahinter passiert ist, dass sich die Marie wahrscheinlich angestrengt hat, aber dass das vielleicht nicht die Dinge sind, Mathe und Deutsch, wo sie besonders talentiert ist. Sie nimmt sich also mit, egal wie sehr ich mich anstrenge, ich bin nicht gut genug. Sie nimmt sich wahrscheinlich auch mit, alle anderen sind besser als ich. Ich Ja. kann da nicht mithalten. Und wenn Marie jetzt erwachsen ist in ihrem Leben, nehmen wir an, sie hat einen Partner und jetzt erzählt einfach der Partner von einer neuen Kollegin, die sich wahnsinnig schnell eingearbeitet hat, dann ist es für Marie ein wahnsinniger Trigger, obwohl es sie gar nicht betrifft, fühlt Ja, sie sich wieder verglichen. Es ist schon wieder jemand, der etwas schnell und gut kann, was ich nicht könnte. Obwohl die Erzählung ihres Mannes gar nichts mit ihr zu tun hat, fühlt ja. sie sich von ihrem Mann verletzt. Und das ist nur eine Situation, der Marie in ihrem Erwachsenenleben ganz, ganz oft begegnen wird. Sie wird vielleicht auch anfangen, sich ständig zu überanstrengen, zu versuchen, alles noch besser zu machen. Sie wird vielleicht sogar perfektionistisch. Perfektionist. Mhm. Und sie denkt vielleicht trotzdem in jedem Moment, dass sie nicht gut genug ist. Und dementsprechend richtet sie ihr Leben aus. Sie tut dann nicht das, was sie wirklich tun möchte, weil sie immer diese Angst hat, nicht zu genügen. Und diese extreme Form des ablehnenden Schmerzes, das sie aus dem Erlebnis, als sie 8 Jahre alt war, kennt, immer und immer wieder zu erleben. Sie eignet sich ganz viele Schutzstrategien an, damit sie genau das nicht erlebt. Und das ist natürlich eine Sabotage ihres Erwachsenenlebens. Du sprichst ein zentrales Thema an, was wir allen Kindern ja eigentlich beibringen wollen, nämlich ein starkes Selbstwertgefühl. Also so diese Tatsache, dass man sich nicht gut genug fühlt, dass man Ja, aus einer Erfahrung, Marie hatte ja eine Erfahrung gemacht, aus der sie dann eine Interpretation geschlossen hat, also die Erfahrung mit, ich habe da eine Note bekommen. Schönes Beispiel. Das passt wirklich total gut für, wie wir auch denken in unserer Gesellschaft. Und wie Schule ja, nicht passt. Also das sind ja unglaublich viele Themen, die du da quasi ansprichst, die damit einwirken. Aber aus der Erfahrung der Ablehnung der nonverbalen Kommunikation der Tante mit dem Kopfschütteln und also die Körpersprache, die sie da wahrnimmt. Und dann natürlich diese Geste mit leer auszugehen. Ja, sie geht ja quasi leer aus. Sie bekommt kein Eis. Sie ist nicht wertvoll genug, wenn sie nicht, also klassische Glaubenssatzbildung, wenn ich nicht gut genug bin, dann bekomme ich nichts. Ich muss mir, das ist ja der nächste Glaubenssatz. Also es ist ja nicht nur der, ich muss mich anstrengen, damit was funktioniert, sondern ich bin nicht wertvoll genug. Oder erst wenn ja, ich viel leiste, bin ich es wert, dass man mir was schenkt. ja, Das sind ja sehr ja, viele Glaubenssätze, die dann da in der Kindheit entstehen, die dann wiederum, wie du gerade gesagt hast, im Erwachsenenleben uns ständig beeinflussen. ja, genau, Jetzt genau. Jetzt spinnen wir das noch eins weiter, liebe Melanie, wo ich so, mich so freue, dass du da bist. Jetzt haben wir eine erwachsene Marie. Die erwachsene Marie hat selber Kinder. Was passiert, wenn die Marie sich dieser Tatsache nicht bewusst wird oder nicht bewusst ist? Also es, glaube ich, können 2 Szenarien möglich sein. Also wenn sie sich dessen gar nicht bewusst ist und Ja. denkt tatsächlich, ich hatte das damals nicht verdient, weil meine Noten waren nicht gut genug, ich habe mich nicht zu sehr angestrengt, dann wird sie genau das weitergeben an ihre Kinder, weil sie ja denkt, das ist richtig. Sie möchte ihnen ja eigentlich diesen Schmerz ersparen, den sie mit der Tante erlebt hat. Also wird sie wahrscheinlich sehr auf die Leistung dieser Kinder schauen und wahrscheinlich ihr Wesen oder ihre Talente vergessen und ihren Fokus auf die Schulnoten lenken oder wie gut sie im Sportunterricht oder wo auch immer sind. Das heißt, sie wird diesen Glauben, wenn du dich nicht anstrengst, wenn du dich nicht leistest, bist du nichts wert, dann wirst du abgelehnt, weitergeben. Das wäre so Ja. ein Szenario.
Ich glaube tatsächlich, dass das zweite Szenario auch sehr häufig vorkommt, wir das aber völlig unterschätzen. Manchmal wissen wir schon, dass das nicht so gut war, was die Tante da gemacht hat. Und aus Liebe zu unseren Kindern würden wir das so gar nicht wiederholen. Wir sind uns also vielleicht ein bisschen dessen bewusst, dass das nicht gut war und wir wiederholen das nicht, aber wir gehen dann davon aus, dass unsere Kinder genau das brauchen, was uns damals gefehlt hat. Und das heißt, wir geben dann genau das, was unserem inneren Kind gefehlt hat, was auch ein bisschen dazu führen kann, zum Beispiel, dass das innere Kind einen Wirbel macht, dass das innere Mhm. Kind ja diese Undankbarkeit, jetzt gebe ich doch dem Kind, was ich alles nicht bekommen hat und das ist nicht Ja, mal dankbar dafür, dass ja, das dann auch noch einen richtigen Aufstand macht, das innere Kind, weil sich das verletzt fühlt, weil ja. schau, jetzt gibst du das, was du so sehr gebraucht hattest und die reagieren gar nicht so, wie du dir das wünschst. Das ist auch ein mögliches Szenario und es ist natürlich auch nicht ideal, weil wir dann einfach das, was uns gefehlt haben, diesen Kind, unserem Kind überstülpen, obwohl sie eine eigene Persönlichkeit ist mit eigenen Sehnsüchten. Also ich glaube, das kommt auch vor, aber natürlich kommt noch häufiger vor, dass wir der Annahme sind, dass das Schmerzhafte, was wir erlebt haben, einen Grund hatten, wir selbst daran schuld waren und dass wir genau diese Glaubenssätze dann weitergeben oder vorleben. Wenn wir Melanie das jetzt anschauen, die Folge, die Marie hatte, aufgrund der Reaktion von ihrer Tante und dann letztendlich das wiederholt, stellen wir ja fest, angenommen, sie wiederholt es wirklich genauso oder zweite Variante, das eigene innere Kind macht einen Aufstand, was ja wiederum dazu führen würde, dass das Kind von Marie dann denkt, oh Mann, ich bin wohl auch nicht gut genug, wenn die Mama quasi sagt, sie gibt mir was und Glaubenssatz, ihr seid mir nicht dankbar. Ich tue alles, das ist ein Glaubenssatz, den viele meiner Klientinnen haben, ich tue alles für euch und ihr seid mir nicht dankbar. Was ich alles für euch, also dieses Thema, ich gebe mich für euch auf, das Mhm. über die eigenen Grenzen gehen, wenn wir uns das Ja, nochmal anschauen, welche, ja, oder wie kann es Eltern dann gelingen, jetzt komme ich zu dem Begriff Reparenting, dieses ja. Parenting anzustoßen. Also sich selbst das zu geben, was sie früher nicht bekommen haben und neu zu reagieren, neue Verhaltensweisen in ihr Leben einzubauen. Ja, also ich denke, dass grundsätzlich die ganze innere Kindarbeit, da steckt natürlich schon viel Reparenting mit drinnen. Also es geht ja darum, dass man sich nachbeeltern lässt. Der Reparenting kommt ja eigentlich aus der Psychotherapie Ja. und da fungiert dann der Therapeut oder die Therapeutin als Elternteil. Man lässt sich von dieser Person nachbeeltern. Man lässt das, was damals nicht ausreifen konnte, also wo damals keine Liebe und keine Bestätigung hinfloss, jetzt sozusagen durch den Therapeuten nachwachsen, der Mhm. einen in diesem Bereich Ermutigung schenkt, der dort Licht hinbringt, der dort Liebe und Bestätigung hinbringt, wo sie als Kind gefehlt hat. Deswegen auch Nachbeälterung, damit dieser Anteil in uns erwachsen werden kann. Also es ist Mhm. ja tatsächlich so, dass die Marie in diesen gewissen Situationen, wenn ihr Mann von der Kollegin erzählt, die das gut gemacht hat, und sie sich so getroffen fühlt, dann wird sie ja wieder zu diesem achtjährigen Genau. Mädchen damals. Und genau dieses achtjährige Mädchen braucht aber die Bestätigung und die Liebe und diese Annahme, um eben erwachsen zu werden, damit dieser Trigger im Hier und Jetzt gar nicht mehr zustande kommen soll. Und das ist eigentlich der Begriff Nachbeälterung. Wenn ich genau dorthin gehe, in die Kindheit zurück, wo es an etwas gefehlt hat und das nachnähere. Und das macht oder das kann der Psychotherapeut machen. Jetzt ist aber so, dass natürlich wahnsinnig viele Menschen gar nicht zum Psychotherapeuten gehen wollen oder Oder gehen keine können, wie Termine auch immer, bekommen. keine Ja. Termine bekommen, wie auch immer. Und deswegen habe ich mir bei meinem Buch, wenn das Kind in dir noch immer weint, überlegt, wie kann man das denn trotzdem geben? Ja. Man kann natürlich diese ganz klassische Sache machen, dass man sich selbst als erwachsenes Ich begegnet und gegenüber ist dieses siebenjährige Ich oder diese achtjährige Marie und man spricht mit ihr, wie es eigentlich eine liebevolle Mutter oder ein Genau. liebevoller Vater tun würde. Das ist eine ganz tolle Methode, die auch bei den meisten wunderbar funktioniert, weil man sich einfach überlegt, okay, was hätte ich denn gebraucht, wenn ich jetzt da weinend nach Hause gekommen bin und
und die Geschichte von der Tante erzählt hätte, was hätte ich denn dann von meiner Mutter oder meinem Vater gebraucht? Und dann genau diese Worte wählen, einfach zu sagen, das sind nur Noten, das hatte nichts mit deiner Leistung zu tun. Es ist nicht deine Schuld, dass deine Lehrer oder deine Tante deine Talente damals nicht erkannt. Es ist nicht deine Schuld, dass sie nur auf die Mankos geschaut haben und nicht auf das, was du damals alles schon gut konntest. Und das war einiges. Ich werde jetzt ein paar Dinge zum Beispiel aufziehen. Also sich Mhm. wirklich da so einen Text zu überlegen, der eben diesen Glauben, ja, ich bin nicht gut genug, ich wage nicht gut genug, den Wind aus den Segeln nimmt. Das ist Und auch das aber, Bewusstsein schafft in dem Moment für die Noten. Also das ist ja was, was Kindern genau, zwangsläufig begegnet. Also auch das Bewusstsein zu schaffen, was Noten sind, wie die wirken, dass es ja auch nicht nur von der Leistung abhängig ist, sondern dass man auch manchmal einfach Kopfschmerzen hat oder eben im Hintergrund viele Turbulenzen hat im Familienleben, die dazu führen, dass die Gedanken woanders sind. Also dass all das gar nichts absolut. mit der Persönlichkeit zu tun hat oder mit dem sich bemüht zu haben, sondern dass es eine Momentaufnahme ist, in der es um Feedback letztendlich geht. Ja. Ja. Also man kann sich auch wirklich auf dieses Gespräch oder man sollte sich auf dieses Gespräch, das man dann visualisieren kann, sehr gut vorbereiten. Zum Beispiel auch wirklich recherchieren und mal schauen, ja, wie viele berühmte, erfolgreiche Menschen waren denn Ja. schlechte Schüler und das Oh dann ja. auch diesem inneren Kind erzählen. Also es Ja. ist eine ganz gute Taktik, wenn man sagt, okay, ich begegne in einer halben Stunde einem kleinen Kind, das denkt, es ist nicht gut genug. Ich kenne dieses kleine Kind, ich kenne es ziemlich gut, weil es ist Mhm. mein früheres Ich. Ja. Was werde ich jetzt diesem kleinen Kind sagen, um es zu überzeugen, dass es mehr als gut genug ist? Und da ist ganz gut, wenn man dann nicht nur sagt, diese ganz klassischen Affirmationen, du bist wertvoll, du bist schön, du bist gut genug, du warst es schon immer, sondern es ist wirklich gut, wenn man auch ein bisschen die Schritte bis dorthin macht, nämlich eine gegensätzliche Überzeugung schafft, indem man zum Beispiel Ja. Beispiele anführt, von wem auch immer, oder eben auch dazu sagt, woran das wahrscheinlich damals lag, die Hintergründe, dass du vielleicht in diesem Bereich nicht so gut warst und auch Beispiele anführt, wo es gut war, dieses Kind. Ja, aber das Ja. weiß man doch eigentlich auch, was es gut gemacht hat. Also da wirklich auch zu versuchen, einen Swift zu schaffen, sich vorbereiten auf dieses Gespräch. Während der Vorbereitung beginnt natürlich schon, dass man beginnt, sich innerlich mehr selbst davon zu Ja. überzeugen, dass Natürlich. das gar nicht gut und richtig war. Also das ist eine Art des Reparentings, die man komplett selbst machen kann. Es ist aber tatsächlich so, dass das für viele Menschen gar nicht so einfach ist. Ja. Deswegen habe ich jetzt auch noch mal ein Buch für diejenigen, die sich wahnsinnig schwer damit tun, versucht, diese Rolle der Nachbeälterung zu übernehmen. Das heißt, diese Stimme zu sein, die genau das sagt. Also es ist dann abgestimmt auf die jeweiligen Verletzungen, die man haben kann und was man da für Worte braucht, um diese Bereiche, die im Mangel sind, nachzunähern, nachwachsen zu lassen, sozusagen. Ja. Schön. Ich sehe auch gleichzeitig, dass es da auch Herausforderungen gibt. Also nicht nur, oder welche, lass mich so umfragen oder dich fragen, welche Herausforderungen siehst du noch für Eltern, ähm, außer dass es ihnen vielleicht schwerfällt, diesen Prozess zu gehen, weil es ist ja im Prinzip Selbstcoaching, ja. Ich muss ja lernen, wie ich das mache. Ich muss mir Werkzeuge aneignen und auch die Zeit nehmen. Welche Herausforderungen hast du da schon entdeckt bei den Menschen, die du in deinen Kursen begleitest oder die dir Rückmeldungen Ja. zu deinen wunderbaren Bücher gegeben haben? Wo strugglen die Eltern oder die Menschen, die Männer wie Frauen in diesem Reparenting-Prozess? Was ist die Herausforderung dann noch für sie? Also ich glaube, die erste Herausforderung ist da mal überhaupt den Mut haben, hinzusehen, Mhm. hinzusehen, Ja, dass da etwas schiefgelaufen ist, weil da kommt ja bei einiges hoch wahrscheinlich unserer Generation und auch noch der Generation vor. hinter uns sozusagen dieses, das darf ich ja gar nicht. Damit würde ich ja sagen, meine Eltern haben was falsch gemacht, damit wäre ich Ja, ja undankbar. Also dort wirklich mal hinzusehen, auf der einen Seite, weil man sich ja eingestehen muss, dass die Eltern vielleicht nicht alles richtig gemacht haben, weil man sich eingestehen muss, dass man jetzt nicht die perfekte Kindheit hatte und weil es natürlich auch weh tut. Und das ist mal so dieser größte Schritt. Ja, also es gibt Menschen, die kaufen mal ein Buch oder machen bei mir einen inneren Kindkurs und zögern dann diesen Start ganz mhm. lange hinaus, weil sie da einfach Angst davor haben. Ja, Da kann es einfach hilfreich zu sein, wenn man sich ein bisschen umhört, wenn man
mal auch mit Menschen spricht, die diesen Weg schon gegangen gegangen sind, die sind. Ja, einem da auch sagen, okay, tatsächlich, ich musste einige Male weinen, das tat natürlich weh, aber mir geht es jetzt um so viel besser. Ich kann jetzt besser dies und das, ich fühle mich freier, ich fühle mich nicht mehr so schuldig. Also sich da auch eine Motivation zu holen oder sich auch vielleicht einfach zu fragen, was entsteht Gutes, wenn ich mich an diese innere Kindarbeit und das Reparenting heranwage? Was ja, könnte daraus Gutes entstehen? Was sind meine Gewinne daraus? Das kann schon helfen, diesen ersten Schritt mal zu überwinden. Dann kommt es natürlich zu ganz unterschiedlichen Problemen. Also manchmal ist so dieses Problem, dass man, das ich vorhin angesprochen habe, dass man, sobald man beginnt, sich damit zu beschäftigen, man sich wieder fühlt wie die achtjährige Marike, dass man ganz schwer diese Rolle des Erwachsenen, ich sehe, ich bin heute stark erwachsen, ja, groß, gleichzeitig einnehmen kann, ja. Da kann zum Beispiel helfen auch, dass man einfach drauf schaut, was man in seinem Erwachsenenleben schon alles oder sein ganzes Leben lang schon alles geschafft und gemacht hat, welche Herausforderungen man schon überstanden hat, ja, dass man sich da mal von innen selbst stärkt, um in diese Rolle des Erwachsenen-Ichs zurückzukommen und nicht nur in dieser inneren Kindrolle, in dieser ja, absolut. hilflosen Rolle zu bleiben. Viele Menschen haben dann tatsächlich auch Probleme, sich zurück zu erinnern. Mhm. Da gibt es dann oft die Aussage, wenn du dich nicht erinnerst, dann hast du ein ganz schlimmes Trauma erlebt. Das ist eigentlich Quatsch. Also das kann sein, aber ist in den geringsten Fällen so. Ja, Tatsache ist einfach, dass wir im Alter von 1 bis 6, 7 Jahren, kindliche ähm, Amnesie haben. Mhm. bitte, Die kindliche Amnesie haben. ja, genau, die Ja, kindliche Amnesie haben. Das heißt, unser Gehirn arbeitet in diesem Alter anders als später mit ja, 7, 8, 9, 10 Jahren. Das heißt, es gibt so ein General-Update im Gehirn und ja. deswegen ist es so schwer, auf diese Mhm. alten Dinge und Bilder zuzugreifen. Und dann sagen halt viele Menschen, ja, aber ich erinnere mich ja gar nicht mehr, als ich Mhm. 6 Jahre alt war. Und da ist ganz wichtig zu wissen, du musst dich nicht erinnern an dieses allererste Erlebnis, was Ja, dich geschmerzt hat. Also man geht ja immer her und sagt dann, okay, ich fühle mich heute zum Beispiel in vielen Situationen nicht gut genug. Und die Theorie ist dann, finde die erste Situation, wo das der Fall war. Das war wahrscheinlich das erste Mal mit 3 Jahren der Fall, da kann sich kein mhm. Mensch dran erinnern. Ja, Und da ist es wichtig, dass du das gar nicht musst. Du kannst dich auch an eine Situation erinnern, die dir jetzt, also an die früheste Situation, die dir einfällt. Und wenn du dabei 11, 12 oder 13 Jahre alt warst, ist es auch egal. Weil wenn du diese Situation, wo ja der gleiche Schmerz da war wie mit 6 Jahren, lösen kannst und hier eine ja. Veränderung schaffen kannst, dann Löst löst du natürlich auch general die die Kette. alte Mhm. Verletzung mit. Genau. Und das sind so eine der häufigsten Probleme, wobei ich habe jetzt wahrscheinlich ganz viele auch vergessen, die eben da auftauchen können. Ja, das Thema Zeit ist ganz oft natürlich eins, dass es heißt, oh, ich habe gar keine Zeit, mich damit zu Ja, beschäftigen, wo natürlich ein ich dann ganz natürlich dann immer klassisches komme und sage, Thema. ja, das ist natürlich auch eins von diesen Schutzmechanismen, die wir haben, dass ich da gar nicht hinschauen möchte, dass ich da auch meine Zeit gar nicht rein investieren möchte oder die Zeit gar nicht geben möchte, weil ich eigentlich Angst davor habe, was da passiert. Ja, also das ist natürlich auch ein ganz, ganz häufiges Thema. Da lohnt es sich mal zu schauen, ist es wirklich ein Einwand oder ist es nur ein Vorwand? Und Ja, es ist genau. eben sehr oft ein Vorwand und kein richtiger Einwand, auch beim Einwandthema. Also das kann man natürlich ganz gut entkräftigen, weil du musst dich ja nicht eine Stunde täglich hinsetzen und das Natürlich. jetzt monatelang, sondern ich bin ja auch ein Fan davon, wirklich kleine Schritte zu machen, ja, also wirklich das eigene Tempo zu machen und das auch mal, wenn man jetzt gerade was entdeckt hat und da gearbeitet hat und man muss vielleicht einfach viel weinen und das war jetzt sehr anstrengend, das einfach Ja, dann auch mal 2, 3 Wochen reinzulassen, bis man da wieder die Kraft hat, weiterzumachen. Also eher in kleinen Schritten, ja, aber unbedingt. natürlich schon auch kontinuierlich. Und dazu muss man ganz ehrlich sagen, also also ich habe ja ein Buch zu dem Thema und ich habe auch einen Kurs Das zu wir dem. übrigens natürlich auch verlinken werden in den Ja, Shownotes. Für alle, die ähm, zuhören und sagen, wo finde ich das? Das kommt alles in die Shownotes rein. ja, aber was ich eigentlich dazu sagen wollte, ist, ich habe mich lange Zeit gefragt, brauche ich überhaupt einen Kurs zu dem Thema, weil ich finde, mein Buch ist wirklich sehr, sehr ergiebig, Ja, aber
natürlich hat der Kurs dieses, anders als das Buch sagt nicht so, es ist Zeit für die nächste Lektion oder wir machen jetzt wieder ein Live, sondern im Kurs wirst du halt wirklich auch begleitet, da nimmt dich halt jemand an der Hand. So gut ich versuche, das wirklich auch im Buch zu machen, dass man das Gefühl hat, hey, ich werde live begleitet, ist das natürlich was anderes als wie mit einem Buch. Das ist so dieser Fitnessstudio-Effekt. Ne? Also wenn man eine Freundin hat, die Total. da auch live hingeht Ja, mit einem, dann kann man da einfach ein bisschen besser dranbleiben. Aber es gibt auch genug Menschen, die das mit einem Buch sehr, sehr gut können. Da gibt es halt, ist halt eine Grundfrage, wie diszipliniert bin ich da oder wie wichtig ist mir das Thema. ja, absolut. Können denn Eltern, Erwachsene sicherstellen, dass sie ihre ja, inneren Kindverletzungen nicht weitergeben? Das ist ja, wir haben ja so das Thema generational übertragene Trauma. Gibt es Anzeichen, vielleicht Anzeichen dafür, die Eltern sich merken können, dass jetzt was passiert, was möglicherweise mit einer Verletzung des inneren Kindes zu tun hat? Ja, also ich denke, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Anzeichen. Also ich finde es ein großes Ziel, wenn man versucht, gar keine Verletzungen, gar keine Glaubenssätze, die man Das ist selbst gar nicht hat, möglich. weiterzugeben. Das geht ja gar nicht. Geht Ne? nicht. Also Das man gibt ist ja auch auch nicht ganz, das Ziel. Ja. nein, man gibt ja auch ganz viele gute Glaubenssätze Ja. weiter. Und ich habe vor einiger Zeit auch einen Bericht darüber gelesen, dass es eigentlich sehr schadhaft ist, wenn man die perfekte Mutter oder der Ja, perfekte Vater ist. Also absolut. Ja. wenn man da keine Fehler macht und nie, keine Ahnung, Situation, man hat es eilig, das Kind zieht die Schuhe nicht an und Der irgendwie Klassiker, ja. explodiert man dann, weil ja eh schon alles zu viel ist. Wenn sowas nie passiert, dass das eigentlich sogar schlecht ist, weil das Kind bekommt dann eine Welt vorgelebt, in der es quasi ja immer in Watte gepackt wird, wo ja alles so läuft, wie es sein soll, und geht aber dann raus in eine echte Welt, wo natürlich ganz viel anders läuft, wo es Mhm. natürlich die voll ist mit Menschen, die Glaubenssätze und Trigger und Themen haben. Und eigentlich Und ist es dann scheitern darauf, auch, natürlich. ja, Also auch das scheitern und Mindset dazu zu entwickeln, dass das Fehlermachen ja wichtig ist und gut ist, um zu wachsen. um zu wachsen, genau. Und auch eine grundsätzliche Empathie aufzubauen. Wenn wir jetzt in Ja. so einem perfekten Haushalt aufwachsen, wo wir nie Entschuldigung, wo wir Ist nie gut. verletzt worden sind, dann haben wir eigentlich auch null Empathie für andere Menschen. Also Ja. diese Verletzungen, so wie sie tun und so schreckliche Auswirkungen sie haben, verbinden uns auch mit den anderen Menschen da draußen, die wahrscheinlich ganz viele ähnliche Themen und Verletzungen haben. Also das sollte gar nicht das Ziel sein, dass man da gar nichts weitergibt. Ich glaube, es ist ganz, ganz, und es geht auch gar nicht. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn einem so etwas passiert, sei es jetzt ja Wutausbruch, weil das Kind schon wieder so langsam ist oder eben auch dieses klassische, oh, jetzt habe ich gerade, und ich weiß gar nicht warum, ich wollte es ja nicht, jetzt habe ich gerade den Leistungsdruck, den ich immer als Kind verspürt habe, weitergegeben. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist, dem Kind zu sagen, was dir da gerade passiert ist. Ja. Natürlich in der kindlichen Bewusstsein. Sprache, ja, so dass das Kind das versteht, also vielleicht eine Entschuldigung und sagen, eigentlich habe ich jetzt gar nicht wegen dir gebrüllt, sondern weil ich es schon so eilig hatte und weil schon die Leute auf mich warten und das tut mir jetzt leid. Also einfach eine Entschuldigung oder halt auch eine Aufklärung, vielleicht auch, wenn das Kind schon 7, 8, 9 Jahre alt war, zu sagen, du, jetzt habe ich dir eigentlich viel zu viel Druck gemacht. In Wahrheit ist es nur eine Note und ich habe da jetzt völlig falsch reagiert. Weißt du, bei mir war das so, dass Noten damals noch sehr, sehr wichtig waren. Da haben die Menschen das noch nicht verstanden. Also einfach eine Aufklärung zu schaffen oder das, was mir da gerade an einem Fehler passiert ist oder an Weitergabe von eigenen Überzeugungen, die eigentlich nicht gut sind, das danach einfach wieder aufzuklären, sodass das nicht als Wahrheit übernommen werden kann. Ja. Ich komme wieder darauf zurück. Es geht wie so vieles und wie so oft und überall darum, Bewusstsein zu schaffen und ein Bewusstsein zu haben für die Momente, Ja, die sind. Und dann geht es um Authentizität und um Mitgefühl. Also ja, Mitgefühl für sich selber in diesem Moment zu merken, oh mein Gott, was habe ich da gerade gesagt? Wie habe ich reagiert? Wo kommt es eigentlich ja. her? Und es ist ein Teil in mir und das wollte ich so gar nicht. Also das sich so bewusst zu haben und gleichzeitig mitfühlend mit sich zu sein und zu sagen, oh, da ist noch was in mir, das möchte ich
anschauen. Da habe ich gleich noch eine Frage für dich dazu. Und auch Mitgefühl zu haben für das Kind, das in dem Moment mit großen Augen dasteht und schockiert ist vielleicht oder Tränen in den Augen hat, weil so eine Überreaktion stattgefunden hat oder weil es zu Hause einen Wutausbruch gegeben hat oder eine Beschämung gegeben hat, die gar nicht hätte sein sollen in dem Moment oder die Mama oder Ja, Papa nicht haben wollte. ja, Melanie, genau. welche Rolle spielt hier Selbstfürsorge? Ja, das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Ähm, also das ist jetzt schon Teilbereich der Selbstfürsorge, dass man sich natürlich dann nicht für diesen Fehler selbst wieder runter macht, ja, das Ja. eigene innere Kind wieder selbst verletzt und sagt, wie kannst du nur so blöd sein und bist eine schlechte Mhm, genau. Mutter oder ein schlechter Vater, was auch immer. Das ist schon der erste Schritt der Selbstfürsorge, nämlich hier auch ins Selbstmitgefühl zu geben. Hey, Ja, da war gerade das kleine Kind in mir, das dachte ja, das sei richtig so. ja, Also im Idealfall gehst du danach auch her nach der Situation, nachdem du das mit dem Kind geklärt hast und nimmst auch nochmal Kontakt mit diesem Anteil in dir auf, mit diesem inneren Kind, das gerade wieder ausgebrochen ist und geschimpft hat wegen den Noten, weil es eben selbst so sehr unter Druck stand. Also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ein Teil der Selbstfürsorge hier nicht zu streng mit sich selbst zu sein und natürlich also gehört zur Selbstfürsorge noch viel, viel mehr, dass man eben auch auf seine eigenen Bedürfnisse achtet, auf seine Wünsche, auch wenn man gerade Mama oder Papa ist. Denn das ist ganz wichtig für dein Kind, dass du auf ja, dich total. selbst achtest, Ja, dass du dir Zeit für dich selbst, dass du manches Mal, natürlich, es geht manchmal oder sehr oft geht das nicht, dass man seine eigenen Bedürfnisse über die des Kindes stellt, aber manchmal und oder ja, vielleicht auch immer öfter sollte man das schon auch tun, ja. Also wenn dein Kind jetzt spielen will und du musst auf die Toilette, dann ist dein Bedürfnis jetzt einfach wichtiger. Und diesen Ausgleich sollte man auch, je älter das Kind wird, natürlich immer öfter auch finden. Und das ist nicht nur für einen selbst, sondern natürlich auch für das Kind, weil du absolut. lebst es dem Kind ja Voll, vor. Also man genau. kann das ganz gut beobachten, dass Kinder von aufopfernden Müttern, die sich nur für die Familie aufopfern, alles quasi aufgeben für die Kinder, für den Mann, dass die Kinder dann genauso aufopfernde, also gerade Mädchen ähm, übernehmen diese Rolle dann natürlich besonders Ja. gern und die werden dann genauso aufopfernd und die leben ihr Leben dann auch nur für die anderen, nur für die Familie. Das heißt, es ist auch diese Vorbildrolle ganz, ganz wichtig und hier sollte man natürlich ein gutes Vorbild für Selbstfürsorge sein. Ich habe gerade, als du das gesagt hast, ist mir noch eingefallen, dass natürlich dieses Eltern, die sich dann aufopfern und dann dieser klassische Satz, ich gebe alles für euch und ihr seid mir nicht dankbar, natürlich auch dazu führen kann, das geht jetzt dann zu tief für den Podcast heute, aber dass das Kind, das das quasi hört, in die Rolle einer Erwachsenen schlüpft und die Mama beeltert und sagt, ach Mama, ich kann das auch übernehmen und dann quasi Aufgaben und vor allem Verantwortung übernimmt, die für das Kind in dem Moment gar nicht relevant sind. Und auch hier Ja, entstehen ja wieder neue Verletzungen und neue Themen in dem Kind in diesem Zeitpunkt, wo diese Situationen stattgefunden haben. Wenn jetzt ja, unsere Hörerinnen, liebe Melanie, das hören, dann denken die sich, oh mein Gott, ich mache ja alles falsch oder ich kann so viel falsch machen. Vielleicht ist so eine Angst, was ich alles falsch machen kann, wie ich reagiere, muss ich vielleicht jetzt auf rohen Eiern laufen, weil ich darf vielleicht nichts mehr sagen oder ich darf nichts mehr machen. Kann das Thema schnell zur Überforderung führen, dir sich mit sich selbst zu beschäftigen, oder kannst du sagen, nein, es gibt wirklich, abgesehen von dem Buch, wirklich leichte Tools, um achtsamer mit sich zu sein, jeden Tag einen kleinen Schritt zu gehen und wachsam eigentlich zu sein, oder? ja, ich glaube, es geht ums Wachsamsein. Also natürlich kann man Gefahr laufen, gerade wenn man von diesem Gefühl nicht zu genügend betroffen ist Ja, und das sind wir Perfektionismus alle in entwickelt irgendeinem. hat, ja. Ja, Also gerade dann, wenn man so ein Perfektionist hm, dadurch geworden ist, kann man ja, schon Gefahr laufen, dass das überfordernd wird, dass man sich denkt, oh, jetzt muss ich mir bei jedem Wort überlegen, was ich sage. Und ich denke, das müssen wir nicht. Also ich glaube, das Allerwichtigste, und wenn das schon mal da ist, ist die Liebe. Und wenn wir aus der Liebe heraus handeln, dann ist es auch meistens richtig. Also es kann einfach helfen, sich nicht zu überlegen, was muss ich jetzt wie und wann und was genau sagen, sondern sich einfach zu fragen, was würde ich denn
zu meiner Liebe aus meinem Kind heraus machen? Wie Ja, würde ich denn jetzt aus der Liebe heraus absolut. reagieren, ohne sich jetzt da 100.000 Regeln merken zu müssen, sondern halt einfach mit diesem einfachen, okay, ich setze jetzt die Brille der Liebe auf, die Liebe, die ich für mein Kind empfinde. Was würde ich ihm jetzt sagen zu der schlechten Schulnote? Was würde ich ihm jetzt sagen, wenn es schon wieder trödelt? Aber natürlich auch immer mit dem Blick auf sich selbst, ja, dass da Ja. ja, man ist ja selbst auch noch da, aber man kann natürlich auch Grenzen aufzeigen aus der Liebe heraus und nicht aus dem verletzten inneren Kind heraus, genau. Ach, das ist so ein schönes, wunderbares, einfaches Tool, Melanie. Vielen Dank. Immer diese Frage sich zu stellen, was würde die Liebe tun, statt sich Ja, dem Ego dahin zu geben und zu sagen, ich reagiere aus der Angst heraus und sich wieder zu erden und einen Schritt rauszugehen aus dem Moment und zu überlegen, wie würde die Liebe reagieren jetzt in diesem Moment mit meinem Kind und mit ja, mir selber. Wunderbar. ja, genau. Melanie, wenn du eine Botschaft heute hier im Podcast in die Herzen aller Menschen pflanzen könntest, welche wäre das? Ich nehme bei solchen Fragen immer ganz gern einen meiner Buchtitel und der lautet: Es ist ein Geschenk, dass es dich gibt. Ganz viele von uns haben das Mhm. nicht spüren gelernt, dass sie ein Geschenk sind. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass jeder, der hier zuhört, Absolut. Mhm. einen großen Unterschied macht. Also einen Unterschied auf dieser Welt, Bereicherung ist für andere Menschen. Ja. Und ohne dass ich weiß, was du tust oder was du machst, bin ich der Überzeugung, dass du ein Geschenk bist, weil du sicher mindestens eine Person auf dieser Welt liebst und allein dadurch so viel in diese Welt hineinträgst. Und es auch kein Zufall ist, dass wir hier sind, wenn man bedenkt, wie groß dieses Universum ist und wie unwahrscheinlich es ist, dass wir Ja, jetzt einfach da sind, so wie wir da sind. Liebe genau. Melanie, es war so schön mit dir zu sprechen. Ich könnte mich noch ganz, ganz lang über so viele Themen mit dir unterhalten. Würde jetzt an dieser Stelle den Podcast schließen und bedanke mich sehr für deine Zeit, die du mir gegeben hast, die du den Hörerinnen hier gegeben hast. War wunderschön. Vielleicht können wir das ja an einer anderen Stelle mit einem anderen Thema wiederholen, wenn du magst. Sehr, sehr gerne. Deine Links, das heißt, wo man dich findet und deine Bücher, die du erwähnt hast, die findet man alle in den Shownotes. Du hast einen innere Kind-Kurs und einen Selbstliebe-Kurs, der, jetzt lass mich überlegen, schon gestartet ist, richtig? Genau, also der Selbstliebekurs ist schon Ja. gestartet und der innere Kind-Intensivkurs, der startet wieder Anfang des kommenden Jahres. Sehr gut. Da werde ich dann auch gleich den Link dazu, wenn jemand hier von meinen Hörerinnen Interesse hat, direkt verlinken und dann kriegt man alle weiteren Informationen von dir dazu. Dankeschön. Ich freue mich. Hab eine gute Zeit, Melanie. Danke. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.